Herr Ebert, von einer Zeitenwende ist die Rede, die auch eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik mit sich bringt. Was bedeutet das fürs Goethe-Institut? Mit seinem umfangreichen globalen Netzwerk steht das Goethe-Institut im Austausch mit der Welt. Es steht für Vielfalt, Verständigung und Vertrauen. Und ich glaube, dass diese Dinge gerade in einer Zeit globaler Krisen, und wir erleben ja am eigenen Leib, wie sich die Lage zugespitzt hat, von sehr hoher Bedeutung sind. Denn Deutschland muss sich darstellen, es muss in Austausch treten, es muss über seine Interessen und Werte reflektieren. Und ich denke, dass die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und damit das Goethe-Institut hier unverzichtbar sind und eine große Rolle spielt. Wir sind sehr froh, dass uns der Bundestag unterstützt hat in dieser Situation. Wir stehen allerdings vor großen Herausforderungen, natürlich vor Herausforderungen, die die Ressourcen betreffen, und aber auch vor großen inhaltlichen Herausforderungen. Wie gehen wir mit illiberalen Kontexten um? Wie ist die Situation durch den Angriff Russlands auf die Ukraine? Das große Thema Fachkräfte für Deutschland. Also das sind die großen Themen, neben einigen anderen, Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, die uns sehr stark beschäftigen und wo wir uns als Goethe-Institut einbringen möchten und die Zukunft gestalten möchten. Dazu ist natürlich bei einer Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik auch die Frage zu stellen, wie stellt sich das Goethe-Institut als Netzwerk auf? Wo sind die Prioritäten? Wie fokussieren wir? Diese Diskussion führen wir derzeit mit dem Auswärtigen Amt und ich bin sehr froh darüber, dass wir da gute Partner haben, mit denen wir in die Zukunft gehen werden. Angesichts einer Vielzahl an Krisen, von politischen Repressionen über Kriege, aber auch bis zum globalen Klimawandel, kann die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik heutzutage nur noch reagieren oder agiert sie auch noch? Die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, das Goethe-Institut, sie haben bewiesen, dass sie beides können. Das Goethe-Institut hat sehr kurzfristig auf Corona reagiert und beispielsweise seine Kultur- und Sprachprogramme digital angeboten. Wir haben sehr schnell nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes Programme für Ukrainerinnen und Ukrainer und für die ukrainische Kultur- und Bildungsszene aufgelegt, die für eine Stabilisierung gesorgt haben. Das ist sehr wichtig. Besonders wichtig im internationalen Kultur- und Bildungsaustausch ist aber Verlässlichkeit, Vertrauen und Langfristigkeit. Eine gewisse Unabhängigkeit von kurzfristigen politischen Konjunkturen. Denn wir müssen Netzwerke schaffen zwischen Menschen, zwischen Institutionen aus Deutschland und dem Ausland, die tragfähig sind, die Vertrauen entwickelt haben, auch über Jahre, und die auch dann halten, wenn so kurzfristige Krisen eintreten. Das macht das Goethe-Institut und ich glaube, diese beiden Aspekte, nämlich Vertrauen zu schaffen bei Menschen, die für unsere Überzeugungen stehen, für Pluralismus, für Offenheit, aber auch bei denen, die noch nicht überzeugt sind, das ist unsere Aufgabe und da ist sowohl die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren, aber auch langfristige Bindungen zu schaffen, sehr, sehr wichtig. Was kann das Goethe-Institut erreichen in den Ländern, die von Krieg oder politischer Repression geprägt sind? Wir beobachten schon seit einigen Jahren die Zunahme von Illiberalität in und zwischen Gesellschaften und auch von Gewalt in den internationalen Beziehungen und haben als Goethe-Institut schon mehrmals darauf hingewiesen. Das, was wir heute als Zeitenwende wahrnehmen, ist die Kulmination dieser Entwicklungen, die uns jetzt auch hier in Europa alle betrifft. In Ländern mit illiberalen Kontexten versucht das Goethe-Institut, die Zivilgesellschaften zu stärken im Bereich Kultur und Bildung. Gerade dort werden neue Modelle probiert, werden Modelle der offenen Gesellschaft ausprobiert und diskutiert. Wir bieten Räume an, wo man sich offen austauschen kann in unseren Goethe-Instituten. Wir bieten Vernetzung an, internationale Vernetzung für zivilgesellschaftliche Gruppen und Menschen, die unter Druck geraten sind. Wenn die Gewalt zu stark wird, wenn die Repression zu stark wird, dann kommt etwas ins Spiel, was wir in den letzten Jahren häufiger beobachten, dass wir im Ausland Künstlern, die geflohen sind, Möglichkeiten bieten, weiterzuarbeiten, aufzutreten, sich zu vernetzen. Das tun wir in den Nachbarländern Russlands und der Ukraine. Das tun wir aber auch in Deutschland, beispielsweise mit dem Projekt Goethe-Institut im Exil, das wir jetzt für 2 Jahre in Berlin gestartet haben.
Und das machen wir mit Schutzprogrammen wie der Martin-Roth-Initiative, die wir gemeinsam mit dem Institut für Auslandsbeziehungen gestalten. An welchen Themen will das Goethe-Institut im nächsten Jahr verstärkt arbeiten? Ein Thema, das uns natürlich weiter beschäftigen wird, ist der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir hoffen, dass wir weiterhin Programme anbieten können, dass hier auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden können, sowohl zur Stabilisierung der Kulturszene innerhalb der Ukraine, aber auch mit Angeboten für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Dann ist das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität. Wie kann man über kulturelle Angebote ein Bewusstsein dafür schaffen? Wie können wir es auch im Sprachunterricht thematisieren? Dieses Thema steht für uns sehr stark im Mittelpunkt. Dann natürlich alle Themen, die mit Flucht, Mobilität, Migration zu tun haben. Und da möchte ich das Thema der Fachkräfte herausgreifen, das uns in Deutschland ja sehr stark betrifft. Wir alle merken in unserem täglichen Leben, wie Fachkräfte fehlen, wie Betriebe schließen müssen, wie wir einfach in unserem täglichen Leben davon beeinflusst sind. Hier spielt das Goethe-Institut seit vielen Jahren eine große Rolle. Wir bereiten Fachkräfte im Ausland sprachlich und durch sogenannte Vorintegrationsangebote, also quasi durch eine kulturelle und gesellschaftliche Vorbereitung auf ihr Leben in Deutschland vor. Denn nur wenn man die Sprache kann und wenn man sich ein bisschen in der Gesellschaft bewegen kann, wird man auch bleiben und sich für unser Land engagieren. Und deswegen ist das ein großes Thema im nächsten Jahr.